Die Songs vom neuen Album sind ein bisschen überall entstanden, aber hauptsächlich schon bei uns im Studio. Ein guter Freund, der hat 2 Häuser, die er abreißen wollte. Dann konnte ich jeweils ein halbes Jahr in so einem Haus sein, mich einrichten. Und das muss man sich wirklich vorstellen als Villa Kunterbund. Aussen alles verwachsen, selber bastelte Drumbooth, ein Gitarrenverstärker, mein Kompi und ich. Das Album heisst Chapters, weil auf die einen Seite ist es wirklich so ein neues Kapitel, das ich aufgeschlagen habe. Und auf der anderen Seite Geschichten, die um gute Freunde gehen. Das ganze Album ist zu einer Zeit entstanden, wo es mir wirklich schlecht gegangen ist. Dann habe ich irgendwann ein Telefon bekommen von Nick und er gefunden, so, hey, komm doch ins Studio, komm mal, ich habe den Song da gemacht, komm doch mal schnell etwas drüber spielen. 2 Wochen später hocke ich mit Nick im Mini. Er sagt so, hey, der Song, den du vor 2 Wochen drauf gespielt hast, und so, der ist jetzt fertig gemacht, und so komm ich da mal rein. Dann höre ich so auf den Text und denke so, krass, das passt mega auf meine momentane Lebenssituation. Dann sagt er auch so ganz beiläufig, so nebendran ist er am Fahren, und sagt so ganz beiläufig, hey, übrigens dann der Song, das ist im Fall dann, es geht um dich, gell, das ist für dich geschrieben. Klar, also ich bin so der Typ, der alles alleine machen, aber man merkt, es ist mega wichtig, dass man Leute hat, um sich herum, die einem so unterstützen. Man hätte keinen besseren können als der Frankie. Er hat das schon von Anfang an als unser Projekt gesehen, und das ist eigentlich mega etwas Wertvolles. Wenn wir das nachher so eine Freundschaft haben und nebendran so Musik machen zusammen, das ist halt schon nicht selbstverständlich. Ich würde Niki nicht mal wirklich als Kollege bezeichnen. Ich glaube, ich würde ihn wirklich als grossen Bruder, den ich nie hatte, bezeichnen. Viel mehr als ein Kollege. 1, 2, 3. And since you're gone, dude, I've been craving love all my life, all my life. Unsere Stimme matcht sehr gut, finde ich. Aber wir sind einfach viel angesessen. Ich glaube, der Frankie war sich auch nie schade, um einfach mal zu kommen, auch wenn wir überhaupt nicht produktiv waren. Und das gibt wie so einen ganzen Prozess. Dann. Das ist nicht einfach so, hey, wir treffen uns heute und machen das Album. All my life. Wir haben einfach Spass vor allem. Es ist schon ein musikalisches Ping-Pong. Da finde ich, hey, ich habe gerade noch eine Idee. Oder ich frage mich und sage, hey, Kollege, ich brauche da noch ein Gitarrensolo, ich brauche das noch, hast du noch eine Idee? Und dann tun wir uns da so gegenseitig aufpushen, bis wir so am Schluss beide Scheiße finden. Kann auch passieren. Oder dass wir beide finden, hey, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. You got me grooving. I don't need music. I don't need music. I've been away for a few days. Got a new face. Shiny white vans, wearing tight pants. Come on and watch me to do it right. Just find me dancing, sweet romancing. You keep it moving, keep that body grooving. Don't need no money, 'cause I can't. And I hope All the thing I really need. Shot. Woo! Charlie!
Ich glaube, es gibt wie nicht ein Rezept, das ich habe beim Songs schreiben, sondern das ist so unterschiedlich und das behaltet es auch spannend. Ich glaube, ich kann einen Song haben in der Dusche, eine Melodie, die mich verfolgt, oder ein Wort, wo ich das Gefühl habe, das muss ich aufnehmen, einen Song. Oder ich sitze am Klavier und spiele etwas und merke, hey, wow, das kommt etwas. Es ist nicht so, dass ich angesessen bin und mir überlegt habe, was für eine Geschichte, sondern es ist wie, ich merke, für mich muss es einfach leben. Das merkt man. Da ständig irgendetwas rumkäspeln. Der Stil von Nicholas zeichnet sich sehr stark durch seine Stimme aus. Seine Stimme ist warm und greifbar. Er hat immer etwas Zuversichtliches in der Stimme und das prägt halt den musikalischen Stil sehr aus. Der Anspruch war sicher, nichts zweimal zu machen. Ein bisschen, klar, den Stil behalten. Man merkt auch die akustische, rhythmische Gitarre, die auch typisch vielleicht ein bisschen ist für mich, die ist noch drin. Aber es muss doch neue Facetten haben. Also, der Nick ist so ein unglaublicher Perfektionist, dass es sehr anstrengend ist und ich eben nicht. Und bei mir ist es wirklich so extrem krass. Er will dann genau die Silben vom Wort mit dieser Melodie auf dem Groove oben haben. Wenn wir am Arbeiten sind, ist eigentlich das Coole am Nicky, dass er immer schon sehr viel bringt. Er gibt dann einfach den Ball mir rüber und sagt, mach du jetzt mal ein bisschen. Und das lässt extrem viel offen. We don't have to post it on social media. If I'm not gonna kiss you, I'm an idiot. You know I like you and I love you, baby, period. If I don't say it, then I gotta be an idiot. We don't have to post it on social media. They already know it, I just wanna be with you. You know I want you and I love you, baby, period. And I know it only happens downtown, yeah. The city never sleeps. Und da sind wir extrem spielerisch. Es ist eigentlich wie eine Miniaturband. Ein Duo, das sich irgendwie wie so den Ball immer überschickt und dann kommt man halt auch relativ schnell vorwärts. Es gibt ja viele, die dann irgendwann dort sind und so, ja, was ich alles gemacht habe in meinem Leben. Oder? Sondern dass man merkt, so, hey, du bist doch 90, du hast immer noch das Konzert, gell? So, ja, genau. Spielen da, morgen. Das ist doch geil. Wie die noch mit 92 Wasserski fahren. Das sind Helden, oder? Hauptsache Musik machen. Irgendwo.